Wenn du Deutsch lernst und auf Deutsch schreibst, dann hast du das vielleicht schon erlebt. Du schreibst ganz normal und plötzlich wirkt die Nachricht, die du bekommen hast, komisch oder sogar unhöflich. Oder du verstehst sie nicht mal. Es ist wichtig, dass du auch informelle Texte verstehst. Besonders, wenn du Freunde in Deutschland finden willst. Das ist leichter gesagt als getan. Als ich angefangen habe, mit Deutschen zu schreiben, sind mir die folgenden Missverständnisse aufgefallen. KA, KP, VLLT und so weiter. Wie überall sind die Deutschen auch effizient, wenn es darum geht, im Internet oder auf dem Handy zu schreiben. Ich kann euch jetzt nicht alle Abkürzungen beibringen, aber ich habe mir 3 wichtige ausgesucht. Vielleicht kennst du sie schon. Ich zeige euch ein paar Beispielnachrichten aus WhatsApp und ihr schreibt in die Kommentare, wenn ihr eine Idee habt, wofür die Abkürzung steht. Okay? Los geht's. Zuerst haben wir KA. Boah, KA, wann der Kurs anfängt. Dann KP. Ich habe KP, warum er so sauer war. Und VLLT. Hier noch 2 VLLT, ganz interessante Infos aus den Handouts, die wir gestern bekommen haben. Habt ihr eure Kommentare schon geschrieben? Hier sind die Antworten. K, keine Ahnung. Und hier wird das A manchmal groß geschrieben. Das wäre ja formell richtig. Aber ehrlich gesagt wird es in der Umgangssprache eher klein geschrieben. KP, kein Plan. Und hier sieht es bei der Großschreibung ähnlich aus. VLLT, vielleicht. Manchmal mit Punkt und manchmal ohne. Aber es sind nicht nur die Abkürzungen, die verwirrend sein können. Ha? Auf Englisch würde man das als verstehen. Aber auf Deutsch wird das U anders ausgesprochen und daher klingt es wie oder oder irgendwie so. Je nachdem. Diese Buchstaben sind also je nach Sprache unterschiedlich zu verstehen. In den USA nutzen wir das, wenn wir verwirrt oder unsicher sind. Also auf Deutsch wäre das So, auf Deutsch drückt eher Überraschung und Aufregung aus. Auf einmal lesen sich diese Nachrichten viel positiver. Irgendwie exciting, oder? Das klingt ja spannend. Und das sind echte WhatsApp-Nachrichten von Muttersprachlern. Ist nur ein Beispiel. Es gibt noch mehr Dinge, die schnell falsch verstanden werden. HI. Das finde ich besonders lustig, weil ich das oft als Hi gelesen habe am Anfang, weil die Deutschen ja auch manchmal Hi zur Begrüßung sagen und das sprechen sie auch als Hi aus. Naja, die Begrüßung kommt natürlich aus dem Englischen. Hier müssen wir aber komplett auf Deutsch denken. Und welchen Laut macht denn der Buchstabe I? Richtig, I. Also ist das eher ein süßes Lachen oder Kichern, was wir auf Englisch aber mit E schreiben würden. Das heißt, es klingt wie Hihi. Es kann auch benutzt werden, um Schadenfreude auszudrücken, aber ich sehe das persönlich seltener. Hier sind ein paar Beispiele aus WhatsApp-Nachrichten mit meinen muttersprachlichen Freundinnen. Ist das aufregend? Hihihihi. Sehr schön. Hihi. Das freut uns. Gute Fahrt. Und das war's. Du merkst bestimmt auch, dass diese Beispiele oft andere Merkmale von der Umgangssprache haben. Viele schreiben hab statt habe, verwenden Anglizismen und beenden die Sätze ohne Satzzeichen. Allgemein wird nicht so sehr auf Rechtschreibung geachtet. So ist das eben in der Umgangssprache.
Und das ist nur ein kleiner Teil von dem, wie Deutsche wirklich schreiben und sprechen. Wenn du das besser verstehen willst, dann schau dir dieses Video als nächstes an. Bis dann!